Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute hat der legendäre Dungeon offiziell gestartet. Wir haben gestern schon gestreamt und ich habe da tatsächlich, ohne es zu wollen, meinen 4. Zero Death Run geschafft. Ja, heute um 18 Uhr startet ja der Stream mit der Challenge und da versuchen wir live im Stream so lange Run zu machen, bis wir dort einen Zero Death Run schaffen. Vorher dürfen wir nicht offline gehen. Um 19 Uhr startet das Ganze, um 18 Uhr geht der Stream los und das Ganze mit dem Tuny zusammen. Und mal gucken, ob ich mein ganzes Glück aufgebraucht habe. Schaltet da auf jeden Fall ein, nachdem ihr das Video hier zu Ende geguckt habt. Ja, da sind wir bestimmt noch live. Ansonsten habe ich einen neuen Code für euch, für alle Leute, die Stufe 50 erreicht haben, auf jedem Server, ja, in jeder Gilde. Also der ist nicht weltgebunden, servergebunden, sondern den kann jeder von euch einlösen. Und zwar lautet dieser Dorza-5REP. Habe ich euch unten auch nochmal in die Videobeschreibung bzw. unten in den Kommentaren verlinkt. Braucht ihr euch einfach nur rauskopieren. Geht ihr auf das Plus hier oben, ja, und dann scrollt ihr runter auf Coupon einlösen und dann gebt ihr hier den Code ein. Und der gibt euch insgesamt 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Ich denke mal, das ist ganz cool, kann jeder was mit anfangen. Wie gesagt, ab Stufe 50 ist der legendäre Dungeon zu betreten und ab Stufe 50 ist der Code auch erst einzulösen. Also das müsst ihr innerhalb der Tage erreichen. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne, wenn ihr eure Gilde unterstützen wollt, geht ihr hier einfach auf neue Nachrichten, oben auf Gilde, dann postet ihr hier, was weiß ich, Code rein, kopiert hier den Code von mir rein und dann könnt ihr das als Rundmail schicken, dann bekommen das alle eure Gildenmitglieder und dann hat da auch jeder was von. Vielen lieben Dank für euren Support auf jeden Fall und ich wünsche euch da viel Spaß mit dem Code. Im Anschluss zeige ich euch auch noch den Zero Death Run, den ich gestern im Stream live geschafft habe. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen, falls ihr wollt. Ne, ist insgesamt mein 4. Wir haben auch gestern alle neuen Items gefunden. Ja, so sehen die ganzen Items aus. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das sind alle neuen Items. Einmal das Kriegerschwert, Sinbads Säbel, dann der Dimensionskubus hier für den Magier, Artemisbogen für den Kundi und das Valkyrenschild für den Krieger. Ansonsten sind hier noch die 11,27 Kilometer Stiefel. Und ja, die Wortspiele sind halt wieder alle sehr wild. Diesmal 11,27 Kilometer sind halt umgerechnet 7 Meilen und dann sind das sozusagen die 7 Meilen Stiefel. So, ne? Das ist einmal das. Dann haben wir hier auch noch den Gürtel Ariadnes, also den Namen werde ich nie wieder aussprechen. Ich habe da gestern schon Probleme mit gehabt. Navigationsgürtel, zielführende Routenberechnung trotz gelegentlicher Knoten. So, da das Wortspiel auf jeden Fall auf das Navigationsgerät natürlich zurückzuführen, aber wegen der Routenberechnung ist hier auch ein kleines Wortspiel mit enthalten. Und zwar, Route kann man auch die Angelroute meinen und wenn wir uns den Gürtel hier anschauen, dann sehen wir hier vorne so eine Angelkordel oder wie das heißt, ja, wo man halt die Schnur mit spinnt sozusagen. Also dahingehend auch kann man sagen, okay, Route auf Navi, aber auch Route auf die Route beim Angeln sozusagen. Doppeldeutigkeit, ansonsten Knoten, ne, ist halt, ja, kann man sich verknoten halt auch bei einer Angel, ne, also die Wortspiele sind hier auf jeden Fall wieder sehr cool. Ansonsten, die Waffen sind auch ziemlich nice. Ich habe hier meine damalige Waffe umgewandelt in den Kubus hier. Die neuen Waffen sehen so aus bei mir. Da haben wir hier einmal ja, eine 4005er, ja, also 2x4005er Durchschnitt haben wir hier auf die Waffen. Ja, wir haben also ne, der Durchschnitt der Waffe aus der Spanne berechnet. 284 Durchschnittsschaden mehr und 158 Stats mehr. Ja, die Spannen sind schön, die Waffen sind geil. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem noch warten, bis ich Stufe 700 erreicht habe. Und ja, dann führe ich euch nochmal ganz kurz die neuen Waffen vor. Haben wir hier einmal, ja, wir legen mal noch hier diese schöne Waffe einmal an. Und meine Kunigunde hat schon die Waffe standardmäßig jetzt ausgerüstet, weil der Bogen einfach besser war als der alte. Und ich muss sagen, von den Waffen her sind die wirklich top gelungen. Also sowohl der Sound der Waffen als auch das optische Design finde ich sehr cool. Ja, ich würde den Bogen schon fast
bald ein Stück cooler finden als den Cubus, aber das kann ich nicht machen, weil, ja, ist halt Magier so. Also ich finde die Magierwaffe dann doch nochmal ein bisschen besser. So, das kennen wir schon. Hier der Bogen für alle Kundis, Kundschafter oder alle, die geschickt nutzen. Ne? Sehr cool das Ganze. Wenn man ein bisschen hört, ich weiß nicht, ob der Sound vielleicht jetzt leise ist im Video, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber dies sieht schon sehr cool aus auf jeden Fall. Und dann halt hier der Cubus. Ne? Animation auch 10 von 10, muss ich sagen. Sieht sehr cool aus und soundtechnisch macht es auch was her auf jeden Fall. Deswegen ja, habt ihr die auf jeden Fall auch mal kurz gesehen. Und jetzt ja, switchen wir rüber zur Aufnahme von gestern zu dem Zero Death Run. Wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß mit dem Code und viel Glück im legendären Dungeon auf jeden Fall. Ne? Ja, übrigens, ich habe innerhalb von, für die Leute, die das wissen wollten, ich habe innerhalb von 9 Runs, also 3 Ultimate Runs habe ich gebraucht, und der 10. war dann quasi der Zero Death Run. Ja, habe ich quasi gebraucht, um alle Items zu finden. Das nur noch so nebenbei. Also 3 Ultimate Runs waren es insgesamt. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zero Death Run. Jetzt reicht aber erstmal mit den Ultimate Runs. Wir haben jetzt genug Pilze ausgegeben. Wie gesagt, 9 Runs habe ich jetzt gebraucht für alle Items. Ja, also ist natürlich immer noch teuer, sag ich mal so, aber geht fit. Und wenn man ein bisschen mehr Glück hat als ich, kann man sogar als Low-Eco oder als Low-Budget-Spieler einen Ultimate-Run machen vielleicht und dann den Rest Free-to-Play. Und man hat trotzdem eigentlich die Chance, dann immer noch alle Items zu bekommen. So. Bin gespannt, wer die meisten Stats machen wird, diesen Leggy. Zwinker. Wieso Zwinker, Basi? Ich habe gesehen, dass du irgendwie so eine Challenge hast, ne? Dass du irgendwie richtig viele Stats machen willst in einer bestimmten Zeit oder so, ne? Aber hast du da noch was in der Hinterhand? Hast du da deine Früchte vielleicht noch, die du verwandeln willst oder so? Ich habe kürzlich auch ziemlich viele Früchte wieder umgewandelt. Ich bin jetzt fast wieder out of Früchte. Aber ich glaube, ich hatte auch pro Sorte auch so um die 700 wieder gehabt. Also, ich bin diesen Monat, glaube ich, was Stats angeht, auch sehr gut dabei. Ne, genau, Sponsort Schweine kann man leider nicht vergleichen. Das stimmt. Wir brauchen auch eine eigene Rangliste. Ja, Charlie, wann ist das mal bei dir soweit? Wann erleben wir den Tag, dass du mal deine ganzen Früchte umwandelst? Du hortest sie ja jetzt nun wirklich schon sehr lange. Kannst du ja schon fast alle auf, ja, weiß ich nicht, schon zweimal komplett maxen. Ja, das sagen viele, ich hätte mich verändert, auf jeden Fall. Alle sagen das, abgehoben. Auf Wolke 9. Auf Cloud 9. Ich wollte das Wortspiel eigentlich gar nicht machen. Ich hatte jetzt einfach nur so Wolke 9 gesagt. Weil Wolke 7 wäre ja dann verliebt, bin ich ja nicht. Deswegen habe ich so gedacht, 9, Cloud und Cloud 9 ist ja E-Sports-Team. Euch sollte man aus der SF-Gesellschaft ausstoßen, ihr kranken Sponsorschweine. Ihr kranken Schweine seid ihr. Ach, pui. Pui. Drauf gespuckt. Auch einfach krank. Ist das krank? Ist das gestört, Junge? So, was sagt ihr? Zero Death Run jetzt, oder was? Fingert den 25% Schaden. Der Tür und Münster. Ratafui. Bin erst seit kurzem im Chat und LD Neuling. Kannst du kurz Ultimate Run erklären? Ist quasi das gleiche wie ein normaler Run, nur dass du halt Zeit sparst. Also für alle, das ist für so Hardcore-Pilzer oder Sponsorschweine wie mich, die nicht, oder die so oft im Stream runnen oder halt auch privat so, dass sie halt einfach 3 Mal mit einmal durchkommen. Also du machst quasi 3 Runs mit einem. Bezahlst aber auch beim Eintritt von so einem Ultimate Run 650 Pilze einmalig. Und dann hast du einen ganz normalen Run, bekommst aber halt auch 3 Items hin. Ja.
Also einfach nur Zeitersparnis. Für die, die viel oder oft durch den LD durchgehen, hier ist das ganz angenehm, sag ich mal. Kriegst auch überall dreimal so viel, anstatt 15 hätte ich jetzt 45 bekommen im Ultimate. Aber ich mache jetzt keine Ultimate Runs mehr, das lohnt sich für mich nicht mehr. Ja, ich finde Goldfarm durch den LD mittlerweile gar nicht mehr so doll, muss ich sagen. Weil du ab dem 10. Run wirst du so hart genervt. Ich weiß nicht, das knallt nicht so hart rein, finde ich irgendwie. Das war früher anders. Aber jetzt mittlerweile bekommst du so viele Staubkisten, sag ich mal, dass sich das gar nicht lohnt, so viele Pilze auszugeben fürs Goldfarm. Müssen wir mal drauf achten, wie viele Staubtruhen jetzt schon kommen. Ich glaube, das ist jetzt mein 10. Ja, drei Ultimates. Das ist jetzt der 10. Run. Der allererste ist meistens immer der beste so. Oh, Risiko? Nee, kein Risiko. Kann man Legis eigentlich ins Klo werfen und damit weitere Einträge bekommen? Ja, das haben wir vorhin die ganze Zeit gemacht. Also wenn du musst darauf achten, dass du die halt ins Klo werfen kannst. Also, wenn dir irgendwo ein Item fehlt, guck mal, ich habe ja jetzt auch alle Sachen, dann nimmst du einfach eine Epic-Waffe von dem, ja, du nimmst einfach eine Epic-Waffe, die du ins Klo werfen kannst, und von dem Set, was dir fehlt, nimmst du die Leggy-Waffe dann. Also vom neuesten wäre zum Beispiel die, dann wandelst du die um und dann schmeißt du die in die Toilette. Ich mach's nochmal vor, ich habe zwar alles, aber ja, nochmal extra für dich. So, dann hast du hier die neue und dann in die Toilette und dann hoffst du auf die neue Waffe, die dir halt fehlt dann. Ja. 10 Pilze angezündet. So. Oh, das läuft sehr gut gerade. Oh mein Gott. Potenzial für Zero Death Run. Das wäre geil, wenn wir heute noch den 4. Zero Death Run meistern. Dann kann ich morgen für den 5. gehen dann. Ich bräuchte den Heal mal wieder. Ist ja super, klingt, als würde man da ein paar Prozente rausmelken können. Ja, das ist tatsächlich auch die gängige Art, wie man das macht. Dass du halt eben alle Einträge auch bekommst, damit du deine Chance für legendäre Steine erhöhen kannst, ne? Genau. Gut zu wissen, danke Leute. Dann werde ich das wohl so machen. Sehr gerne. Viel Erfolg dabei. Die Chance ist halt, ja, also du kannst halt auch ziemlich Pech haben und immer dasselbe bekommen, so, ne? Also immer das, was man nicht braucht. Aber ja, so ist das Game halt, ne? Also bei dem LD jetzt, wie meinst du? Zero Death Run? Nee, ich meine zusammengezählt. Also insgesamt habe ich 3 Zero Death Runs bisher in meinem Leben erspielt. Wenn ich jetzt das wäre dann mein 4. Das wäre auf jeden Fall nice. Oha. Ey, das läuft gerade sehr gut. Ich will es nicht heraufbeschwören, ne? Aber ja, mal gucken, ne? Wir schauen mal, was so geht hier, ne? In dem Run. Oh, ich hab so Bock morgen auf die Challenge, ne? Ey, das wird richtig geil, Mann. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so Adrenalin-Nervenkitzel und dann noch mit einem Tuny zusammen, denn, dass wir das dann gemeinsam meistern. Ich muss jedes Mal über den schmunzeln hier. Ey, das könnte nervenaufreibend spannend werden, so. Also es, ja, wird, glaube ich, ganz cooles Entertainment. Oh, Spionageklunke auch nicht verkehrt. Oh, erhöht die Chance. Ey, das könnte in Kombination mit dem auch richtig gut sein hier, ne? 40% weniger Schaden. Aber das ist halt auch okay. Da ist halt das Ding. Da müssen wir dann angreifen, ne?
Da müssen wir angreifen. 30% weniger fliehen ist schon doll. Moin Dorza, wie läuft's im Gym? Sehr gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, selbst auch, ja. Aber im Moment, ja, ziehe ich gut durch. Bin sehr zufrieden. Es läuft gerade sehr gut, wir sind immer noch auf 0 Deaths, ne? Das könnte hier schon... Was ist die bessere Entscheidung? Spionageklunker ist halt mal ganz gut, könnte uns den Arsch hier und da retten. Aber 40% weniger Schaden, können wir auch richtig dummen Schlüssel farmen, ohne viel Schaden zu kassieren. Dann brauchen wir aber auch Heal, früher oder später. Ja, wir nehmen ihn. Ine Minemuya. Warte mal, bin ich schon? Ne, das ist der aktuelle Durchlauf. Der erste Durchlauf, also ich bin noch nicht gestorben. Okay, jetzt müssen wir richtig smart rangehen. Auf Etage 50 ohne Deaths ist schon eine gute Leistung. Weichen erstmal aus. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, Heal, wichtig, wichtig. Oh, und One-Hit-Wonder. Let's fucking go! Könnte das mein 4. Zero-Death-Run werden? Oh, das... Die Sternkonstellation steht nicht verkehrt. Wir skippen den Goldraum. Wir gehen... Also, Goldraum, versteht mich nicht falsch, ne? Goldraum ist immer geil, aber da kann halt auch Lava oder sowas da drin sein. Und wir haben jetzt One-Hit-Wonder und wollen dann halt auch die Schlüssel farmen, ne? Wir wollen auch das One-Hit-Wonder nutzen, denn... Dann nehme ich sogar die Falle mit, weil ich weiß, dahinter ist ein Monster. Für den Schlüssel. Ja, Falle macht nicht so viel Damage. Okay, da haben wir gar nichts bekommen und wieder nichts bekommen. Okay. Aber 10 Schlüssel ist schon mal nicht verkehrt. So. Dort kann Sterne lesen, ohne sie überhaupt anzugucken. Okay, 10 Schlüssel und... Okay. Nicht? Nee, sollte ich nicht drauf gehen? Habe ich irgendeinen Debuff für das Ding? Verringert die Chance Schlüssel gegen... Nee. Also ich habe keine Nachteile durch die Glyphen momentan für Fässer oder so. Also eigentlich kann man machen. Ja, ist halt ein 50-50-Ding so, ne? Okay. Bad Karma. Ja, wir versuchen ein bisschen die Räume jetzt zu skippen mit den Schlüsseln, die wir haben. Ich glaube an die Fässer. Ich glaube, die Fässer sind mir wohl gesonnen. Let's go! Okay, jetzt noch einen schönen Heal rauslassen. Oder One-Hit-Wonder? One-Hit-Wonder. One-Hit-Wonder oder den Heal? Heal? One-Hit-Wonder. Wir haben eigentlich noch viele Schlüssel, ne? Also One-Hit-Wonder brauchen wir nicht ganz so dringend, aber Full Life brauchen wir eigentlich eher. Wenn wir auf Zero Death Run wollen wir auf Safe gehen, dann würde ich glaube ich Heal eher nehmen. Und der Heal, warte mal, wir haben ja auch 20% weniger Schaden. Das heißt, der Heal hielt uns sogar, glaube ich, ein bisschen nach den Etagen, wenn wir Glück haben. Wir nehmen den Heal. Den 6er. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich aber schon ein bisschen aufgeregt. Rechts? Wieso rechts? Warum soll ich jetzt rechts gehen, Charlie? Ich habe meinen Heal, ich kann safe einen Schlüssel bekommen und krieg dann wieder Full Life. Und so würde ich jetzt nur einen Dietrich verschwenden. Ich muss ja meinen Heal jetzt ein bisschen. Doppelter Schaden? Woher? Ja, Tür, also ja, eine Falle halt, plus Monster. Ja. Falle macht nicht so viel Schaden. Und ich habe 20% weniger durch Monster. Glaub mir, ist besser. So hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr Schaden gemacht, als es mir gebracht hat. Aber auf lange Sicht gesehen, heal ich jetzt ein bisschen mehr. Siehst du? Guck. Ist schon wieder fast full. Okay, jetzt nehme ich auch den Goldraum. Ja, ist auch safe. Safe Call. So. Wir wollen ja die Dietriche aufsparen.
So, den nehmen wir auch mit hier. Übrigens auch, hier seht ihr gerade Charlie, ja, wie der sich seine Real-Life-Alu morgen rein zwitschert, ja, und sich einen in die Rüstung römert. Könnte aber auch Gorgos sein, aber ich glaube, der trinkt nicht. Aber der hat sich vorhin einen Broiler geholt. Deswegen, wegen der Keule da. Ne? Keule. Okay. Ah, leider keine Schlüssel bekommen. Okay. Den greifen wir noch an, weil macht echt nicht viel Schaden. Stellt euch das jetzt nochmal vor, mit nochmal 20% weniger. Aber dafür haben wir jetzt halt den Spionageklunker genommen. Ich gehe durch die Tür. Da gehen wir hier rein. Warum 12? Wie lange geht der diesmal? Hier siehst du, 11 Tage. Und also noch 11 Tage. Ich glaube irgendwie, weil da der Tag der deutschen Einheit oder so ist, geht es irgendwie wegen dem Feiertag, glaube ich, länger. Wir weichen aus. Okay. So. Die nehmen wir mit natürlich. Free Loot. Und der Zwischenboss. Oh. So. Ja, verkaufen wir gleich. Okay. Okay. Seele des Hasen. Viel ausweichen. Kriegen aber auch mehr Damage. Brocken der Gier ist eigentlich immer eine solide Rune. Das ist Crap. Das brauchen wir nicht. Wir wollen eigentlich jetzt nicht mehr kämpfen. Deswegen ausweichen ist schon cooler. Ich glaube, für die Safeness ist, glaube ich, die besser. Wir müssen aber auch dran denken, dass der Endboss nochmal dann mehr reinklatscht. Der macht nochmal 25 mehr Schaden. Das könnten dann die 25% sein, die uns dann zum Scheitern verurteilen lassen. Und bei dem macht der Endboss nachher nicht mehr so viel Damage, ne? Aber durch die Seele des Hasen kommen wir halt leichter durch die Passagen bis dorthin. Ich denke mal, das ist hier die bessere Wahl. Ich hoffe mal bloß nicht, dass uns der Endboss nachher dadurch die 25% mehr Schaden dann. Also wir müssen auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich Leben bis dahin zu bekommen, weil die Hasenrune halt, ja, die macht halt, also der Endboss macht dann nachher sehr viel Schaden. So, und hoffen genau, dass sowas nicht passiert, weil wenn wir ausweichen, kriegen wir richtig auf den Sack, wenn der uns trifft. Das ist halt das Risiko an dieser scheiß Hasenrune. Das hätten wir mit Brocken der Gier, hätten wir es nicht gehabt. Dann hätten wir jetzt 25% weniger Damage bekommen. Ja, wir haben zwar viele Schlüssel, aber jetzt brauchen wir halt auch das Glück auf unserer Seite. Was wir halt mit Brocken der Gier halt noch ein bisschen mehr gehabt hätten. Okay, auf jeden Fall können wir uns jetzt zumindest mal den Heal gönnen hier. 4 Schlüssel haben wir noch. Ich bewahre mir mal noch die Schlüssel auf, falls noch irgendeine Fallentür kommen sollte, die wir ausweichen müssen. Okay, sieht gut aus. Wir gehen auf ganz safe hier. 15 Mille. Okay. Oh, Fallenentschärfer, auch sehr, sehr wichtig, gerade in der Situation jetzt. Ausweichen bitte. Ja, okay. Fallenentschärfer greift hier. Sehr gut. Wir investieren mal einen Schlüssel. Wir haben ja jetzt auch Fallenentschärfer, also. Wir nehmen noch einen Schlüssel. Wir weichen aus. Wir sind so kurz vor dem nächsten Zero Death Run. Wäre morgen schon Challenge vorbei, ne? Ich will es nicht sagen, aber wenn wir heute das schaffen sollten, dann habe ich, glaube ich, mein ganzes Glück für morgen aufgebraucht. Okay, das ist ein freier Raum immer. Fallenentschärfer in der Situation sehr gut hier. Weil, wenn hier ein Monster drin ist und da ein Fragezeichen, dann ist hier safe kein Monster drin. So. Jetzt ist halt die Sache. Nehmen wir das Fass oder lassen wir es liegen? Ich glaube, ich lasse es liegen, weil ich habe das Gefühl, da kommt sowas wie Monster machen doppelten Schaden und dann ist vorbei. Und wir haben jetzt nicht so wenig Leben, dass wir jetzt unbedingt darauf angewiesen sind, ne?
Ja, ja, bin fast voll mit HP. Ich glaube, ich lasse es liegen. Hätte ich jetzt Brocken der Gier, würde ich glaube ich sagen, okay, nimm. Aber auch da ist nicht safe. Wir könnten halt jetzt safe durchkommen, wenn wir One-Hit-Wonder oder sowas kriegen. Aber das ist immer so ein Risiko, wenn wir mit Seele des Hasen unterwegs sind und dann noch diesen doppelten Damage-Debuff bekommen, dann ist es vorbei. Ich gehe mal weiter. Okay. Tür. So, bitte lass mich hier vorbei. Okay. Oh, Kiste ist gut. Kiste ist immer gut. Okay. Ich glaube, ich nehme jetzt hier meinen letzten Schlüssel. Dann müssen wir durch die anderen Türen auf jeden Fall irgendwie so durchkommen. Wir haben ja noch zweimal Fallenentschärfer. Und wer weiß, ob nochmal eine geschlossene Tür kommt, wo wir den Schlüssel nutzen können. Deswegen nehme ich die jetzt. Okay. Nochmal Epic. Packen wir ein. Okay. Ja, eine Debuff-Tür will ich nicht unbedingt. Wir gehen mal hier lang. Oh mein Gott. Bitte lass kein Monster sein. Wenn kein Monster dahinter ist, dann sind wir durch. Wenn da kein Monster dahinter ist, dann sind wir safe durch. Wir gehen drauf. 3, 2, 1. Klar ist da ein Monster. Hätten wir jetzt da den doppelten Schaden bekommen oder so? Ich weiß nicht, ob das dann noch gereicht hätte. Ja, stimmt. Debuff, ja, okay. Ja, im Nachhinein wäre jetzt Debuff, glaube ich, ein bisschen klüger gewesen. Ich meine, es hätte auch kein Monster hier hinter sein müssen, ne? Hätte. Ja, ja. Hätte nochmal 50% mehr Schaden Debuff bekommen können. Plus halt die 25 mit Hase, ne? Hasenrune wäre vielleicht nochmal knapp geworden. Hier war halt Fragezeichen. Hier hätte alles hinter sein können, ne? So, jetzt haben wir halt die Seele des Hasen. Und hoffen mal, dass die 40% erhöhte Fluchtchance hier auch greift. Und wir jetzt hier durchkommen. So. Bitte lass uns einfach vorbei, ja? Einfach vorbeilassen. 3, 2, 1. Let's go, Alter! Ja, nice! Jawollo! Live im Stream, Junge! Alter, Zero Death Run. Mein 4. Nimm das, Tuny. Aber heute ist noch nicht die Challenge. So eine Scheiße. Das geht ja morgen erst. Heute zählt ja noch nicht. Aber wir sind schon mal warm. Aber ich glaube jetzt, wie gesagt, ich habe mein ganzes Glück für morgen jetzt aufgebraucht, ne? Ich habe mein ganzes Glück für morgen jetzt aufgebraucht, Mann. Alter. Aber sag das, Tuny. Sag das, Tuny, dass ich jetzt gerade im Stream meinen 4. jetzt geschafft habe. Der soll sich warm anziehen. Ah, guck mal, wie viel das gemacht hätte, ne? Jetzt stellt euch mal noch vor, die 50% Debuff hätte ich hätte ja safe einen Debuff bekommen. Wäre das der gewesen, wäre ich jetzt tot gewesen. So. So, für die sich wundern, hier oben steht zwar eine 1, aber das ist der aktuelle Durchlauf. So, wäre ich einmal gestorben, dann wäre das mein 2. Durchlauf. Also ich muss einmal sterben und dann wird da halt dann eine 2 stehen. So. Deswegen, ich bin 0 mal gestorben, deswegen ist es mein 1. Durchlauf. Ne? Für die das vielleicht nicht wissen und sich wundern, warum hier eine 1 steht. Ja. Alter, GG's, Junge. 4. Zero Death Run. Geil. Dann gucken wir uns noch die Items an. Let's go. Drachenfäustlinge. Achso, das war ja nur ein normaler Run, das war ja gar kein Ultimate Run. Ja, sehr geil. Sehr geil, ich bin sehr happy damit. Schöne Sache.